Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Auch wir sind wieder unterwegs. Wir haben unsere E-Bikes wieder eingepackt im Wohnmobil. Die haben wir ja hier in unserer Garage. Die nehmen natürlich relativ viel Platz in Anspruch. Das kennt ihr ja. Wir haben hier die MyVelo, das Berlin für Viola und einmal das Ipanema für mich. Viele Zuschauer haben uns gefragt, gibt es auch noch kleinere E-Bikes, die man besser verstauen kann, die nicht so viel Platz in Anspruch nehmen. Da haben wir eins gefunden, das wollen wir euch mal zeigen. Wenn euch das interessiert, bleibt sehr gerne dran. Viel Spaß, bis gleich. Komm, steig ein, wir fahren los, mit Viola und Uwe wird's famos. Schön, dass du dran geblieben bist bei dem Video. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, wir haben unsere E-Bikes wieder verstaut im Wohnmobil, denn es geht wieder los bei dem schönen Wetter. Wir sehen es im Hintergrund Sonne und viele haben uns gefragt, gibt es auch noch kleinere und handlichere E-Bikes zum Verstauen im Wohnmobil in der Garage? Ja, wir haben mal uns umgeschaut und wir haben hier eins für euch gefunden. Preisgünstiger, wesentlich preisgünstiger. Liegt circa zwischen 500, 600, 800 Euro, je nachdem. Da müsst ihr mal ein bisschen schauen. Wir haben da auch ein bisschen geschaut. Und zwar sind die Räder hier bei 16 Zoll. Das ist relativ klein und handlich. Wir zeigen euch das mal, wie das angekommen ist und wie wir das auspacken. Das seht ihr jetzt in dem Video. Wir packen uns das Fahrrad jetzt erst einmal aus. So wurde uns das E-Bike angeliefert, ordentlich verpackt. Wir entfernen das jetzt erstmal von der Schutzverpackung. Reisen, unser Abenteuertour. Also ihr seht es, zur Verpackung und zur Transportsicherung kann man hier wirklich nichts sagen. Hier packt man gerade den Sattel aus. Hier sehen wir das mitgelieferte Zubehör, die Rückleuchte, das Katzenauge, die Pedalen rechts und links und natürlich die Achse. Eine deutsche Beschreibung ist mit dazu. In dem Vorderrad war eine Transportachse drin. Hier, das müssen wir noch wechseln. Eigentlich die richtige Achse hier einbauen. Die Pedalen rechts und links sind gekennzeichnet und die Rückleuchte muss noch angebracht werden. So, ihr habt es gesehen, das haben wir zu dritt gemacht. Sehr viele Einzelteile, da waren wir schon ein bisschen verwöhnt von den anderen Herstellern von MyVelo und Derus und wie sie alle heißen, denn diese kamen gut montiert oder fast fertig montiert. Das hier mussten wir zusammenbauen. Das war schon mal der erste Schockpunkt für uns und natürlich merkt man auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, was es hier gibt. Wir haben das Ganze auch getestet für euch, das Fahrrad. Wir stellen es euch aber erst einmal ganz kurz vor. Diese kleinen Räder, diese 16 Zoll Räder, und die sind schon nicht schlecht, weil die nehmen natürlich nicht sehr viel Anspruch an Platz wahr. Das Fahrrad nennt sich U4. Wir haben uns das ganz einfach mal umgeschaut und dann Gespür und von der Nase her bestellt mit einem Tiefeinsteiger, und wir können es hier klappen. Das haben die fast alle gleich. Leistungsfähigen Akku, der sitzt hier hinten. Der Akku liefert uns hier 374,4 Wattstunden. Angegeben wird es vom Hersteller hier mit bis zu 80 Kilometern. Alufelgen, die haben wir hier mit dabei. Die Reifengröße, bloß mal zur Information, 305 x 16 x 2,1. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ich habe die Brille nicht auf, ist hier ein Gepäckträger. Wir haben eine rostfreie Kette, mechanische Scheibenbremsen hinten und vorn. Das mussten wir alles nochmal mit einstellen. Hier sehen wir es auch nochmal vorn. Teleskopgabel zum Einstellen, zum Federweg, Licht vorne dran. Wir haben eine Höhenverstellung am Lenker. Die Möglichkeit, wenn wir die Batterie rausnehmen, können wir ganz einfach den Sattel ankippen und ziehen dann uns die Batterie hier raus
zum Laden im Wohnmobil schnell und einfach. Was wir hier jetzt nicht haben im Vergleich zu den anderen Fahrrädern, einklappbare Fußpedalen, kann man nachkaufen, kann man sich selber montieren, das ist jetzt kein Problem. Wir haben einen Hinterrad, einen Narbenmotor, dann haben wir hier die Steuerung, schalten das Fahrrad mal ein. Wir haben jetzt hier stehen 0,0 Kilometer, ist zugelassen bis 25. Das einzige, was hier jetzt dran ist, was nicht zugelassen ist, wir haben es mal mit rangebaut, ist hier das Handgas. Das ist ja in Deutschland verboten. Das haben wir mal mit angeschlossen. Das könnt ihr jetzt hier auch mit abziehen, mit einem Blindstopfen versehen, damit kein Wasser reinkommt, und macht das hier fest. Somit habt ihr hier keinen Handgashebel dran und ihr stellt dann ganz einfach hier mit Plus die Fahrstufen. Wir haben hier 3 Fahrstufen. Bei dem anderen geht es in Zahlen. Hier haben wir es in Balkenform. Lang Plus haben wir ist Licht. Und der einzige Nachteil beim Licht hinten, das haben wir hier nicht so. Diese Rückleuchte geht nicht über das Bordnetz, die geht über Batterie. Hier oben einschalten, separat einschalten, Blinklicht und wieder aus. Muss die geladen werden, muss man die Lampe hier anstecken bzw. die Batterie austauschen. Hätte man mitmachen können, einfach ranbauen, verkabeln, ans Netz hängen. Wir sind ja unseren MyVelo-Sattel gewöhnt, aber der ist schön weich. Fahrradständer ist mit dran, das Zubehör habt ihr ja gesehen. Ja, das ist das U4. Wie fährt sich das U4? So, wir sind jetzt soweit, wir testen jetzt mal das E-Bike. Wir haben hier die Kamera dran. Das U4 testen wir jetzt mal. Das hat keine Gangschaltung. Das Handgas haben wir abgemacht. Und jetzt testen wir das Ganze mal, wie das Fahrrad fährt. Wir schalten das mal ein und treten ganz normal. Also hier müssen wir schon ein bisschen Kraft aufwenden. Und da machen wir mal die Stufe 1 rein. Bei der Stufe 1 merkt man noch gar nichts. Man muss also treten. Man muss schon hier Kraft aufbringen, auch bei der Stufe 1. 10 km/h. Jetzt haben wir die Stufe 2. Stufe 2 ist schon ein bisschen mehr. Kommt aber noch nicht so richtig in Fahrt, habe ich so den Eindruck. Es funktioniert doch jetzt 15 km/h. Und jetzt gehen wir mal auf die Stufe 3. Da merkt man schon, das zieht förmlich an. So, bei der Stufe 3 merkt man das natürlich schon, also bei der Stufe 1 noch nicht so sehr, da muss man strampeln bis 10 km/h. Jetzt fahren wir mal mit der Stufe 3 an und mit der Stufe 3, da merkt man es schon, ja, hier geht es flott hintereinander weg, das geht hoch, ganz schnell bis auf 20 km/h und das ist ja auch das Höchste. Also man merkt das schon, dass man hier einiges strampeln muss. Ich gehe noch mal zurück auf die Fahrstufe 2. Und die Fahrstufe 2 jetzt machen wir mal das Licht an, das müssten wir jetzt sehen in der Kamera. Und Fahrstufe 2 15 km/h. Wir haben das jetzt mal getestet. Wir haben das nicht auf Waldwegen getestet, wir haben das auf normaler Straße getestet. Für den Preis das kleine E-Bike, die kleinen Räder. Das U4, was wir hier haben, ohne Gangschaltung, aber funktioniert tadellos mit den 3 Fahrstufen. Kleinen Räder, das merkt man natürlich, aber es macht natürlich Laune in der City, mal schnell ausgepackt das Fahrrad zum Fahren. Und wir haben es ja jetzt getestet hier auf Asphalt, nicht auf Feldwegen, nicht auf Schotter. Haben wir bewusst darauf verzichtet, aber das wird da genauso gut funktionieren, weil die Reifen, die drauf sind, das haben wir ja auch bei dem Berlin, das ist ungefähr die gleiche Größe, dann passt das. So, und wir gehen jetzt wieder zurück ins Video. Viel Spaß! Die fahren sich dann nahezu alle gleich, auch die Klappfahrräder. Nicht zu vergleichen definitiv mit MyVelo und der Rus. Das ist eine ganz andere Liga. Das ist eine Liga zum Einsacken und Mitnehmen, aber auch nicht so schnell,
denn vom Gewicht her liegen wir hier jetzt schon bei ca. 25, 26 Kilo mit Akku. Auf jeden Fall nimmt dieses Fahrrad nicht viel Platz weg. Es ist eine gute Alternative für die Camper, die nicht so viel Platz haben oder die das Verstauungsproblem haben im Wohnmobil, im Camper oder im Kastenwagen, die ganz einfach sagen, ich will das weghaben von der Rückwand oder vom Fahrradträger, ich möchte das im Wohnmobil verstauen. Da könnt ihr das schön zusammenklappen. Das werden wir euch nochmal jetzt zeigen, wie klappt man das Fahrrad zusammen. Wir haben hier den Lenker, den machen wir runter, den klappen wir so ein. Das kennen wir ja von vielen anderen E-Bikes schon. Ständer ein, wir nehmen den Sattel nach unten, klappen hier auf. Hier haben wir noch so eine Sicherung, die wir anheben müssen. Dann klappen wir das Fahrrad zusammen. So, und hier müsst ihr genau schauen, weil ihr ja hier keine einklappbaren Pedale habt, wie das funktioniert. So, jetzt holen wir uns mal ganz einfach noch eine Messe raus und messen das Ganze mal ab. Bei einer Höhe von 64 cm bis zum Sattel, eine Länge von 90 und eine Breite mit Pedale 50 cm breit, 90 lang, 64 hoch. Geht aber viel besser auch im Wohnmobil zu verstauen. Tasche dazu würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das werden wir mal hier mit verlinken. Beim Zusammenklappen geht natürlich auch relativ schnell. Man stellt das Fahrrad auf, dreht es rum. Das merkt man natürlich auch schon hier am Gewicht. Wir machen unseren Ständer wieder runter, klappen unseren Lenker wieder hoch, machen hier die Verriegelung fest und das war's. Ja, liebe Freunde, das war mal ganz kurz die Reaktion und die Antwort auf ein E-Bike für Wohnmobil- und Campingfreunde, die nicht so die Möglichkeit haben, das zu verstauen, die aber dennoch ein E-Bike möchten, was ein bisschen mit Leistung verbunden ist, auch mit Reichweite bis 80 Kilometer, sagt hier der Hersteller. Wir haben es noch nicht getestet, wir sind noch nicht gefahren so viel. Kommt natürlich auch auf ein Gewicht an. Das Fahrrad trägt dennoch 150 Kilo, also das ist schon vernünftig. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr gerne auf einen Daumen nach oben von euch. Solltet ihr noch keine Abonnenten sein, beziehungsweise keine Videos von uns verpassen, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das war's gewesen. Viele Grüße und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt schön gesund. Bis dahin. Tschüss.